These chunky arms belong to Richard Schmidt, member of the German national men's 8 rowing team. He first stuck his oar in aged 8 and has been rowing ever since. So just what is it about rowing? Am Rudern gefällt mir besonders, dass man im Team zusammenarbeitet, dass man in der Natur ist und ja, dass man zusammen Erfolge feiern kann. Das ist super cool. Sure, that's all well and good, but what about the sacrifices? As Richard trains a lot, he has to eat a lot too. But it's quality, not quantity, that counts, right, Richard? Ugh, this is not looking good. Well, we can't get you out of training, but we have got hold of a super chef who's going to help you eat better. Any requests? Ich erwarte mir dann einfach von so einem Profi, der mir sagt, wie man auch, sag ich mal, einfacher Gerichte zubereiten kann. Das wäre super toll. So get sharpening your knives because your teammate's going to be Chef David Kikilis, and he's got a lot to show you. Welcome to Transform My Meal. Mein Name ist Richard Schmidt, ich bin 29 Jahre alt, wohne in Dortmund und bin Mitglied des Deutschlandachters. Mein größter Erfolg ist 2012 die Goldmedaille bei den Olympischen Spielen in London. Jeder Sportler, der mal irgendwie angefangen hat, der wollte will zu Olympia. Und ich bin echt stolz darauf, dass ich es jetzt 3-mal geschafft habe. Das macht einem super viel Spaß. Super viel trainieren, es ist wirklich ein harter Sport, also auch eine super hohe Konkurrenz ist da. Man steht immer unter Druck und muss immer Bestleistungen bringen. Man muss auch das Essen wirklich richtig auswählen, damit man auch immer topfit ist, um sich dann wirklich auch Bestleistungen zu bringen. But before we get things cooking, we should take a look at a few important features of Richard's dietary requirements. Rowing is a mixed sport involving 50% explosive and 50% aerobic work, and it requires a blend of technique, power and stamina. Richard Schmidt, aged 29, stands at 1.91 metres tall and weighs in at some 97 kilos. Like all successful rowers, he is tall and has long arms that help him generate lever force. If the 8-man rowing team he's a part of was a machine, he'd be the motor. During a race, Richard can cover a distance of 2 kilometres in just over 5 minutes. But to achieve that kind of time, he has to train extremely hard, rowing more than 2,000 kilometres a year. He needs a high-energy diet to keep up that pace. Without it, his defences would be lowered. Richard can consume up to 8,000 calories in a single day. And because he trains in the water, he also sweats a lot more than other people. So he can regenerate his muscles following each session, he might get stuck into some of the following foodstuffs. In order to keep the right levels of proteins and carbohydrates, Richard's diet contains a lot of meat, potatoes and pasta. But really, he should eat a little more of the fish from the water he rows in. At last, lunchtime. But Richard, what's up? Why the long face? Oh, I get it. That meat and Kartoffeln combo has put you off your food. It's time you got help. Ich erwarte mir dann einfach von so einem Profi, der mir sagt, einfach, wo man noch so ein bisschen optimieren kann, wo man noch ein bisschen was Besseres essen kann. Welcome to Dortmund, a business hub in West Germany. I know what you're thinking, but no, they don't just eat sausages and sauerkraut. This is where David Kikilis was born and learnt to cook. Check out today's super chef's prize-winning pedigree. Grundsätzlich bin ich mit Leidenschaft im Beruf und das ist, glaube ich, auch der ausschlaggebende Punkt, um einfach im Endeffekt dann ein schönes Produkt auf den Teller zu bekommen. Also man muss mit Spaß und Leidenschaft dabei sein. David Kikilis started cooking when an injury kept him away from his beloved football. He has worked all over Europe and reproduces elements of each country in his cuisine. His mission today, to upgrade the variety of Richard's food. Ich denke, teilweise wird es schon ein bisschen langweilig, immer nur Kartoffeln und Öl zu bekommen. Ich denke, der Sportler, der heute zu uns kommt, wird heute ein bisschen was lernen, dass er sein Essen ein bisschen abwechslungsreicher gestalten kann in Zukunft.
They may come from different worlds, but it looks like today's two protagonists, Richard Schmidt and David Kikelis, have really hit it off. Ich habe mal was mitgebracht, was wir so normal essen. Okay. Also es ist so normales Mittagessen eigentlich. Oh. Ist jetzt nicht besonders nährreich. Also es sind viel Kartoffeln, Nudeln und ein Stück Fleisch und ein bisschen Gemüse eben. Ne? Aber ich würde gern, sag ich mal, meine Ernährung ein bisschen umstellen. Gerne machen wir heute ein schönes Risotto. Ja. So eine Wildfanggarnele, das ist so ein bisschen abwechslungsreicher und ein bisschen netter ist, wie das, was du da mitgebracht hast. Ja, starten wir einfach mit dem Risotto, ne? Mhm. Wie schnell machst du das denn, bitte? Sehr schnell gehen. Du ruderst ja auch schnell, ne? The basis for this Italian dish called risotto is, well, rice. Wie schnell brauchst du für so ein Gericht? In der Regel so 15 Minuten, dann sind wir fertig. Ach Gott, Ja. so schnell? Nee, wir schürzen jetzt erstmal den Risotto-Reis und die Schalotten gleich an. Mhm. Also alles zusammen dann? Genau, dann löschen wir es ab mit ein bisschen Weißwein und füllen das dann auf mit, ich habe ein bisschen Gemüsebrühe gekocht. Ach so, einfach dann Brühe. Genau. You need a good pair of arms to keep stirring that risotto. Also ist das genug eigentlich jetzt? Ja. Ja? Weil das ja noch aufgeht dann, ne? Genau. And now, a squeeze of lemon to add a refreshing touch. Und Einheiten am Tag, wie viel habt ihr da? Ja, 3 bis 4 Einheiten, 3 Einheiten haben wir auf jeden Fall. In Ordnung. Deswegen brauchen wir eben auch viel Kohlenhydrate. While David handles the rice, you could lend a hand, no, Richard? Ein paar Tomaten können wir schon mal halbieren. Ja, die schmoren wir gleich ein bisschen an. Ein bisschen Butter, ein bisschen Kräuter. Also einfach, Genau, einfach halbieren. Einfach so 4, halbieren. 5 Stück. was ist schon geil, wenn man dann mal auch so einen hat, der mal sagt, wie das alles so funktioniert. Zu Hause hat immer die Mutter gekocht, ne? Ja. Und die Mama kocht immer am besten, ne? Ja, natürlich. Hey, less joking around and more cooking. Let's try and concentrate on getting the ingredients of this risotto right. Du kannst natürlich immer noch bessere Produkte verarbeiten. Hier die Carabiniero zum Beispiel im Kilo liegt bei ungefähr 95 €. Gut, das kann ich mir dann nicht jeden Tag machen. Das stimmt, ja. Now it's time to grate the parmesan for the risotto. Hey, Richard, you're a real natural. Und so, du kochst gern zu Hause auch, wenn du die Zeit hast? Also viel koche ich nicht. Okay, getting back to the recipe. Next up, sautéed vegetables. Hier haben wir Was ist das? Öl? ein bisschen Mandarinöl. Geil. So mega. Das gibt dann nochmal eine besondere Würze dann nochmal dazu, oder? Genau. Carabiniero ist auch nicht so lange braten, sondern dass sie noch schön glasig sind. Ja, jetzt richten wir einfach den Teller so ein bisschen nett an. Ne? Wie gesagt, wir machen erstmal eine kleinere Portion. Schön cremiges Risotto. Ja, ich richte ihn ein bisschen mittig an. Now that's more like it, a sensory sensation. It smells great, looks great, and I'll bet it tastes great. So what did we start with? Richard was fed up with his usual meat and potato mess and really needed a change. Chef David Kikelis has given Richard's diet a much-needed boost by teaching him how to cook this risotto full of flavour and texture. Spoons at the ready. Sieht sehr, sehr gut aus, sehr lecker. Probiere ich jetzt mal. Sehr lecker. Ja? Richtig gut, ja. Ich habe wirklich viel gelernt. Vor allem, dass man auch die gar nicht so lange anbrät. Sondern dass es relativ schnell geht. Genau, dass man wirklich im Kern noch so ein bisschen glasig. Ich denke, er hat heute auch Spaß, hat eine Menge gelernt und wird das auch zu Hause in seiner Küche umsetzen können.